herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die zweite Episode aus unserem Abenteuer Die Arbeiten des Herkules. Ja, und bei der zweiten Episode können wir unsere erste Kolonie gründen und wir können hier unter 3 Koloniestandorten aussuchen. Lerna auf dem Peloponnes. Es ist seltsam, dass niemand sich jemals in Lerna niedergelassen hat. Der Ort ist berühmt für seine fruchtbaren Weiden und seine fischreichen Seen. Was könnte es wohl sein, das die Leute fernhält? Ja, eine gute Frage. Oder wir gründen auf der Insel Lemnos unsere Kolonie. Das felsige Lemnos sieht aus, als ob die Welt das Innere nach außen kehrt. Silber und Marmor, die eigentlich tief in der Erde liegen, sind zur Oberfläche aufgestiegen. Ja, Lemnos kennen wir noch aus unserem Abenteuer Die Reisen des Jason. Wir können aber auch Ephesos an den Küsten von Kleinasien gründen. Es geht das Gerücht, dass dieses ferne Land, das in den Randbezirken des Königreichs der Amazonen liegt, reiche Vorkommen an Kupfererz besitzt. Wir können also aussuchen, mit welcher Kolonie wir beginnen, und wir werden alle 3 Kolonien im Laufe des Abenteuers gründen und aufbauen. Ja, und die Reihenfolge gibt an, ob das Abenteuer eher schwer oder leicht wird. Wir entscheiden uns für den Mittelweg und gründen die Kolonie Lemnos. Schauen wir mal, was man uns zu sagen hat dazu. Das arme Lemnos war zur falschen Zeit am falschen Ort. Einst hat Hephaistos Zeus erzürnt, da er ihm nicht gehorchte. Daher verstieß Zeus Hephaistos vom hohen Gipfel des Olymp hinab auf die Erde. Zu Lemnos Unglück fiel Hephaistos direkt auf diese schöne Insel, und der Aufprall erschütterte das Land so sehr, dass das Unterste zu oberst gekehrt wurde. Als Hephaistos nach dem Sturz wieder aufstehen wollte, stellte er fest, dass er gelähmt war. Hephaistos sah keinen Sinn darin, es Zeus heimzuzahlen. Schließlich hatte ihn der Zwist mit Zeus erst in diese missliche Lage gebracht. Daher beschloss Hephaistos, seine Wut an der Insel auszulassen, die seinen Sturz aufgefangen hatte. Und seither hämmert er unablässig auf das Land ein. Ja, diese Kolonie-Episode trägt den Namen Der gefallene Gott. Und dieses ist auch Programm, denn wir haben Hephaistos als feindlichen Gott, der immer noch nachtragend ist, dass er vom Olymp verstoßen worden ist und auf diese Insel aufgeschlagen ist. Wir werden also häufig mit ihm zu tun haben. Die Ziele: eine Bevölkerung von 2000 Einwohnern aufweisen und ein Heiligtum der Aphrodite errichten. Klingt alles sehr einfach, wenn da nicht Hephaistos wäre. Gut, schauen wir uns die Karte einmal an. Obligatorisch in den Pausenmodus und bei der Übersicht uns die Minimap angucken. Ja, wir haben hier im Südwesten den Immigrationspunkt und das Festland. Ja, und das Intro schon sagte, ist hier die Landmasse sehr zerklüftet. Kleine Inseln mit Steinsformationen, das ist alles sehr kleinteilig hier. Ja, und erst hier oben im Nordosten haben wir die größte zusammenhängende Landmasse. Da haben wir hier auch ein Marmorvorkommen. Ja, hier, das sieht aus, als ob wir Seeigelvorkommen haben. Und ansonsten, ja, eine sehr zerklüftete Inselwelt hier. Schauen wir mal, was wir produzieren können. An Farmen haben wir tatsächlich nur bei Land und Meer den Seeigelkeim. Okay. Bei Gewerbe haben wir bei den Rohmaterialien Steinmetzwerkstatt und Münzerei. Aha, wir haben also auch Silbervorkommen. Da müssen wir gleich mal gucken, wo das ist. Ja, und wir können Skulpturen herstellen. Bei Vertrieb haben wir alle Bauoptionen. Das gleiche gilt auch bei Gesundheit und Sicherheit. Selbst bei Verwaltung können wir alles errichten und auch bei Kultur. Bei Mythologie haben wir die Oase der Aphrodite. Militär haben wir nichts und bei der Ästhetik haben wir
Bei den Verschönerungen nur Säulen und Parkanlagen. Wieder mal keine Alleen und Prachtstraßen. Das ist natürlich wieder mal ärgerlich. Ja, und bei den Erholungsgebieten haben wir die Bank, Blumengarten und Gartenhaus. Naja, wenigstens etwas. Ja, was ist jetzt nun der Plan? Hier auf dieser großen Landmasse können wir unsere Wohngebiete aufbauen und entwickeln lassen. Da können wir hier Marmor abbauen. Und hier oben auf dem Plateau errichten wir das Heiligtum der Aphrodite. Ja, und hier oben ganz im Norden, in diesem Zipfel, haben wir das silberhaltige Gestein. Also hier können wir unsere Münzereien dann aufbauen. Ja, soviel zum Plan. Beginnen wir mit dem Aufbau unseres Wohngebietes. Ja, bevor wir damit anfangen, müssen wir natürlich erstmal wieder die Verbindung herstellen mittels Brücken, damit unsere Bürger überhaupt hier vom Festland auf die Insel kommen. Also hier, machen wir mal so, funktioniert das. Dann müssen wir auf diese Insel, ja, und dann hier. Und dann sind wir schon hier auf dieser großen Landmasse. So, jetzt können wir loslegen und errichten unser erstes Wohngebiet. Wir haben jetzt hier unser Wohngebiet in der klassischen Koloniebauweise aufgebaut. Ja, und wir haben aber hier in der Mitte eine etwas größere Fläche freigelassen. Wir haben ja keine Alleen und Prachtstraßen. Das heißt, wir müssen mit den Verschönerungselementen hier unsere Gebäude mit Attraktivität versorgen, die uns zur Verfügung stehen. Und dann hoffe ich, dass wir nachher noch Denkmäler bekommen, die wir hier reinsetzen können. Hier an den Rändern können wir mit Parkanlagen und den anderen Elementen, glaube ich, die Wohngebäude bis zur maximalen Ausbaustufe entsprechend bringen. Ja, wir haben hier unseren Architekten und auch den Brunnen, die Agora, und wir haben auch hier den Weg jetzt rausgeführt, damit wir hier das Marmorvorkommen erschließen können und natürlich hier unser Silbererzvorkommen. Ja, und hier werden wir unser Handels- und Gewerbezentrum aufbauen. Hier können wir Piere errichten und die Seeigelkais. Ja, und wir können hier entsprechend unsere Produktion aufbauen. Ein kleiner Tipp, bevor wir jetzt hier mit der weiteren Entwicklung starten. Wenn ihr hier oben dieses Plateau nutzen wollt, stellt sicher, dass ihr die Zuwegung auch schon im Vorfeld habt, nämlich hier raus. Und das hier entsprechend anschließen, weil das hatte ich nämlich einmal vergessen und dann kam ich hier nicht mehr auf dieses Plateau. So, wenn ihr das schon vorgeplant habt, ist alles gut, dann sollte der Bebauung hier oben auf dem Plateau nichts im Wege stehen. Ja, wir benötigen natürlich jetzt wieder Mitarbeiter, das ist klar. Wir werden jetzt hier noch bei Gewerbe schnell die Priorität bei Gesundheit und Sicherheit auf hoch stellen. Ja, und da wandern jetzt unsere Bürger vom Immigrationspunkt und machen sich auf den langen Weg, um zu ihren Parzellen zu kommen. Hier über diese ganzen Inseln und Brücken bis hierhin. Das wird noch ein bisschen dauern. Ja, in der Zwischenzeit gucken wir noch mal kurz auf die Weltkarte. Ja, hier ist unsere Kolonie Lemnos und wir haben die Handelspartner, die wir auch bei der ersten Episode schon hatten. Zyme, die Wolle kauft und uns Holz, Bronze und Skulpturen verkauft. Eleusis kauft Marmor und verkauft uns Rüstung, Olivenöl und Wein. Das ist schon mal ganz wichtig, dass wir hier unseren Marmor verkaufen können. Ja, und wir haben unsere Heimatstadt Tirns und die kaufen Fisch, Bronze und Olivenöl und verkaufen Wolle. Ja, wir können maximal 3 Handelspiere bauen. Da können wir hier welche bauen und 1 hier. Ja, und das können wir alles hier nutzen, um Seeigelkais zu bauen. Das ist doch ganz gut. So, und unsere Immigranten haben es jetzt endlich geschafft, ihre Parzellen zu erreichen. Sehr schön. Ja, und wir haben schon die ersten Arbeitslosen. Wir beginnen sofort mit der Nahrungsproduktion. Seeigelkais. Hier kann einer hin. Ja, und dann bauen wir hier welche hin. Das passt. So. Und dann brauchen wir das Silo. Ich denke mir mal, das Silo passt doch hier rein.
Ja, das können wir tatsächlich so bauen. Und wir haben mittlerweile schon 100 Personen in unserer Kolonie. So, dann bauen wir die Straße doch so runter hier. Und wir haben jetzt dort oben den Weg entlang geführt. Das lohnt sich jetzt nicht unbedingt, hier einen Weg noch zu bauen. So könnten wir das machen. Ja. Dann haben wir hier noch Platz für auf jeden Fall einen Architekten. So, dann können wir aber auch jetzt erstmal hier schon mal eine Sperre bauen. Ja, und wieder kommt ein Schwung neue Bürger in unsere Stadt. Sehr gut. Naja, und unsere Mitarbeiter der Seeigelkais machen sich auf den Weg zu ihrer Ressource. Das funktioniert auch recht gut. Jetzt will ich mal was gucken. Kriegen wir hier denn eine Klinik hin? Oh ja, das funktioniert. Die baue ich auch direkt. Wir müssen dann nur hier entsprechend die Sperren anders bauen. Nämlich so. Hier haben wir einen kleinen Straßenanschluss. Da kann der Arzt raus. Da ist er schon auf dem Weg. Geht jetzt gerade parallel mit unserem Architekten. Ja, als nächstes beginnen wir jetzt mit der Marmorproduktion. Da können wir sogar schon anfangen, weil wir 24 Arbeitslose haben. Gut, vorher bauen wir aber das Pier von Eleusis. Eleusis kauft ja unser Marmor. Wie bauen wir das? Ich würde es, glaube ich, tatsächlich so bauen. Und dann müssen wir hier entsprechend das so rumbauen. Ja. Ein lahmer Unsterblicher hat immer noch mehr Macht, als Sie sich vorstellen können. Ja, und Hephaistos greift das erste Mal unsere Stadt an. Was hat er denn zu sagen? Ein lahmer Unsterblicher hat immer noch mehr Macht, als Sie sich vorstellen können. Mein lodernder Zorn wird Ihre Stadt in Brand setzen. Ich werde außerdem dafür sorgen, dass Ihre Waffenschmieden und Bildhauerateliers nur noch Waffen und Skulpturen aus Luft produzieren. Naja gut, das mit den Waffenschmieden und Bildhauerateliers ist mir eigentlich egal. Das mit den im Brand setzen finde ich schon etwas beängstigender. Schauen wir mal, wo ist er denn? Ah ja, da am Immigrationspunkt. Und steigt er aus seinen Flammen. Naja, und macht sich jetzt wahrscheinlich wieder auf den Weg. Ups, er ist schon wieder weg. Okay, er ist auf einmal wieder verschwunden, hat doch keine große Lust gehabt. Ja, vielleicht gab es noch nichts, was er zerstören konnte. Gut. Wir bauen jetzt mal hier das Warenlager für den Marmor auf. So, und dann können wir die ersten Marmorsteinbrüche bauen. Die baue ich übrigens hier. Ja, ich weiß. So, die baue ich hier auf. Ah, das passt nicht ganz. Aber wir könnten das, glaube ich, noch etwas weiter hier runterziehen. Dann müsste das passen. So, das ist gut. Dann bauen wir die einfach hier so einen ganzen Block. Brauchen wir aber jetzt noch nicht unbedingt. Dann müssen wir die Straße allerdings so hier hoch bauen. Naja, und dann bauen wir hier irgendeine Verschönerung. Uns wird schon was einfallen. Ja, hier sind jetzt die Steinmetzwerkstätten. Der Weg ist zwar ein bisschen weiter, um hier an die Ressource zu kommen, aber wenn der Steinblock, den man hier schlägt,
erstmal hier in der Werkstatt ist, dann ist der Weg hier zum Warenlager nicht weit. Das ist dann schon recht effektiv und hier gehen unsere Steinmetze ja schon zu ihrer Ressourcen. Gut, wir haben Nahrung im Silo. Wir können den Lebensmittelhändler hier auf unserer Agora platzieren und dann können wir hier schon mal wieder Säulen bauen. Hallo, geliebtes Wesen. Wer mich verehrt, dessen Volk wird niemals mehr die Umarmung der Stadt verlassen wollen. Ja, die liebreizende Aphrodite ist in unserer Stadt und macht ein bisschen Werbung für ihr Heiligtum. Übrigens Aphrodite, die Ehefrau des Hephaistos. Vielleicht kann sie uns ja etwas helfen, wenn wir das Heiligtum gebaut haben, ihren wütenden Ehemann etwas in Zaum zu halten. Ich glaube, ich baue hier noch einen Architekten auf. Dann können wir das hier entsprechend auch gut kontrollieren. Hier haben wir noch Platz für die Segelkais. Ja, der Aufbau so gefällt mir ganz gut. Wir erweitern das jetzt mal hier. Gehen hier so raus. So. Ja. So. Ja, das passt doch ganz gut. Dann haben wir hier jede Menge Platz noch für zum Beispiel Warenlager. Wir brauchen nämlich auch noch ein Warenlager für unsere Stadt. Hier kann nämlich Wolle und Olivenöl eingelagert werden. Nehmen wir jetzt immer so 12 Einheiten. Das reicht. Müssen wir ja entsprechend importieren. Wer verkauft uns nochmal Wolle und Olivenöl? Ja, unsere Heimatstadt verkauft uns Wolle. Ja, und Eleusis verkauft uns Olivenöl. Ja, dann sollten wir noch das Pier von unserer Heimatstadt Thürns bauen. Da habe ich die Straße nicht richtig gebaut. Das muss so sein. Jawohl. Ja, das passt auch hier wunderbar. Aber hier sollte jetzt eine Sperre hin. Ja, unsere Wohngebiete entwickeln sich weiter und die ersten großen Marmorblöcke werden zu den Steinmetzwerkstätten gebracht. Das funktioniert gut. Mit der nächsten Entwicklung, die wir jetzt hier durchführen und den neuen Bürgern, die einwandern, werden wir den Stadtpalast bauen und dann beginnen wir mal Silber zu schürfen und Drachmen herzustellen. Da kommen schon die neuen Bürger. Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? 90 Mitarbeiter brauchen wir. Da werden wir das Lohnniveau mal auf hoch stellen. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir doch schon direkt hier das Gymnasium. Das kann hier hin. Da muss hier noch eine Sperre hin. So, dann haben wir hier Platz noch für das Podium. Und hier kommt entsprechend noch das Theater hin. Und ich brauche noch Platz für den Steuereintreiber. Und der kann dann hier hin. So, hier müssen wir aber definitiv eine Sperre hinbauen. Bis jetzt hat ja alles noch ganz gut geklappt. So, unser Athlet geht auch schon die Straße entlang. Sehr gut. Ja, die Besonderheit bei dieser Episode ist natürlich der geringe Bauplatz, den wir haben. Und wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir mit diesem einen Wohngebiet 2000 Einwohner generieren können. Vor allem, dass wir diese bis zum Maximum ausbauen können mit der entsprechenden Attraktivität. Das wird wohl das größte Problem werden. So. Ja, der Arbeitsmarkt erholt sich jetzt allmählich wieder. Wir können schon mal diese Straße hier weiterführen. Oh, das passt aber gerade, ne? Dann bauen wir das so. Dann haben wir hier jede Menge Platz für die Münzereien.
Oh nein, das hat uns auch noch gerade gefehlt. Eine Flutwelle. Wo? Ah, hier, bei unserem Marmorvorkommen. Naja gut, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. So, beginnen wir jetzt und bauen unseren Stadtpalast. Den werde ich hier hinbauen. Oh, schon 500 Personen in unserer Kolonie Lemnos. So, dann bauen wir ihn so. Ja, das sollte passen. Dann würde ich jetzt hier das so bauen. Dann brauchen wir natürlich hier einen Architekten. Der kann hier hin. So. Sperre nicht vergessen. Dann machen wir das mal so. Gut, dann bauen wir direkt das Steuerbüro. Dann können wir nämlich noch ein bisschen Steuern hier eintreiben. So, wenn jetzt hier das Theater hinkommt, so, bauen wir es dann nämlich so, ja, dann passen, glaube ich, hier noch 2 Parzellen hin. Gucken wir mal eben. Ja, das passt wunderbar. So, dann können wir auch unsere ersten Münzereien bauen. So, ja, und müssen wieder aufpassen, dass wir hier nicht das verbauen. Na, ich baue, glaube ich, erstmal hier noch eine hin. So, und dann kann jetzt hier entsprechend Silber geschürft werden. Hier unser Stadtpalast kriegt auch nochmal Parkanlagen. Gut, wie sieht jetzt die Marmorproduktion aus? Oh ja, das sieht sehr gut aus. Dann können wir jetzt hier den Verkauf starten. Ja, wir sollten so früh wie möglich mit dem Heiligtum der Aphrodite anfangen. Wir werden jetzt noch mal ein bisschen die Marmorproduktion nach oben bringen. Nahrungsmittel sieht ganz gut aus. Wie viel? Hallo, geliebtes Wesen. Wer mich verehrt, dessen Volk wird niemals mehr die Umarmung der Stadt verlassen wollen. So, die Seeigelkais passen hier hin. Passen hier 2 Stück hin. Oh, sowas gefällt mir, ja. Sehr gut. Wenn jetzt hier noch einer hinpasst, dann... Nee, da passt keiner mehr hin. Das wäre es gewesen. Aber ich denke mir mal, das reicht auch. So, wir haben jede Menge Arbeitslose. Wir werden jetzt erstmal noch die Marmorproduktion vorantreiben. Passen nämlich jetzt hier noch 3 Stück hin. So, das sieht gut aus. Der erste Marmor ist auch verkauft worden. Und ich glaube, mehr als 6 Steinmetzwerkstätten brauchen wir nicht. Da müssen wir nachher mal schauen. Wir können lieber hier nochmal ein paar Münzereien bauen. Ja, das geht. Da haben die noch Platz. Dann lassen wir hier noch ein klein bisschen Platz. Das sieht auch gut aus. Ja. Ja. Aber 3 fehlende Arbeitskräfte, die sind gleich schon entsprechend aufgefüllt. Und wir haben das Lohnniveau auch auf hoch stehen. Stelle ich gerade fest. Das kann man natürlich auch noch nachher ändern. So.
Ja, für die nächste Entwicklung brauchen wir Wolle. Da werden wir jetzt mal dieses Warenlager auf Holen einstellen. Ja, und dann wird auch gerade wieder Marmor verkauft. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier bei unserer Heimatstadt etwas Wolle einkaufen. Also 12 Einheiten reichen voll und ganz. So, und hier sind 12 entsprechend eingestellt in dem Warenlager, dann passt das gut. So, und dann können wir doch hier schon mal wieder Säulen bauen. Das sieht doch nett aus, oder? Ja, dann bauen wir doch hier bitte auch die gleiche. Ich weiß, ich gebe für solche Sachen unnötig Geld aus, aber ich mag es nun mal halt so lieber. So, und dann wird auch schon unsere Wolle eingekauft. Dann können wir auch schon den Wollhändler auf der Agora platzieren. Ja. Das läuft doch sehr gut. Haben wir eigentlich schon ein Denkmal? Nein, noch nicht. Okay. Denn ich denke mir mal, jetzt bei der nächsten Entwicklung unserer Wohngebäude brauchen wir ein bisschen mehr Attraktivität. Ja, sehr schön kompakt hier gebaut. Die Wege sind alle sehr schön kurz. So muss das sein. Das gefällt mir richtig gut. Ja, als nächstes denke ich mir mal, werden wir mit dem Bau des Heiligtums für Aphrodite beginnen. Hier geht die Entwicklung nämlich jetzt schon weiter. Ich möchte gerne noch ein Warenlager hier bauen, beziehungsweise wir bauen 2. Das ist jetzt nur für Wolle und das wird nur Olivenöl holen. Na, 12 können wir ruhig machen. So, und dieses Warenlager hier ist für Skulpturen und für Marmor. Quatsch, für Holz. Und wir werden eine kleine Bildhauerproduktion hier starten. Bronze können wir einkaufen. Hallo, geliebtes Wesen. Wer mich verehrt, dessen Volk wird niemals mehr die Umarmung der Stadt verlassen wollen. Ja, meine Liebe, du wirst allmählich etwas penetrant. Wir sind ja daran, dein Heiligtum zu bauen. Ich muss erstmal gucken, wer uns das Holz bzw. wer uns Bronze verkauft. Das ist Zyme. Okay. Oh, Zyme ist gleichgültig. Sowas. Wir bauen noch das Pier von Zyme. Das passt hier hin. Ach, ich liebe es, wenn es so schön passt alles. So, aber wir brauchen jetzt erstmal Marmor noch. Ja, wir brauchen schon wieder Mitarbeiter, aber hier geht die Entwicklung ja weiter. Ja, nicht ganz, stelle ich gerade fest. Hier fehlt jetzt tatsächlich Attraktivität. Wir fangen mal hier mit den Parkanlagen an. Ja. Ja, und hier müssen wir mal gucken, wenn wir 1000 Einwohner haben, kriegen wir, glaube ich, ein Denkmal. Wir können aber hier auch schon mal mit Parkanlagen anfangen. Dann baut sich nämlich immer hier so ein schönes 3×3 Gartengelände auf. Das sieht ganz hübsch aus. Und dann entwickeln sich auch unsere Wohngebäude weiter. So, Nahrungsmittel. Produzieren wir mehr als genug. Das ist gut. So, die Frage ist, kommen wir hier mit der Straße raus für weitere Seeigelkais? Ja, doch, das passt. Und zwar so. Ja, das passt tatsächlich. Aber jetzt brauchen wir erstmal da keinen entlang gehen zu lassen.
können wir hier noch weiter ausbauen. Das ist auch gut. So, jetzt möchte ich anfangen mit dem Heiligtum. Was brauchen wir denn für die Oase der Aphrodite? 11 Marmorplatten. Wie viel haben wir denn jetzt im Warenlager? 12. Ah, das war schön. Gehen wir mal eben in den Pausenmodus. So, dann können wir jetzt hier Heiligtum der Aphrodite mal drehen. So. Und dann schön hier in der Mitte platzieren. So. Sehr schön. So, und dann brauchen wir natürlich den Weg. So. Kunsthandwerkergilde und Architekten. Ja, dann kann es losgehen. Oh, wir sind im Minus, stelle ich gerade fest. Ja, wir müssen jetzt hier den Einkauf von Wolle mal stoppen. Wir haben aber Dezember und wir kriegen bestimmt noch mal eine kleine Spende von irgendeinem unserer Verbündeten. Ja, wir kriegen von unserer Heimatstadt Thürns nochmal 1000 Drachmen. Vielen Dank. So, haben wir denn hier schon das ganze Kontingent an Marmor an unseren Handelspartner Eleusis verkauft? Ja, haben wir. Okay. Na, das haben wir jetzt da entsprechend ausgeschöpft. Das heißt, wir produzieren eigentlich viel zu viel Marmor. Das ist aber egal. Können wir verschenken. So, und wir haben 1000 Einwohner in unserer Stadt. Dann können wir ein Denkmal errichten. So, und dann bauen wir das Denkmal, das Bevölkerungsdenkmal hier hin. Dann entwickeln sich auch die restlichen Wohngebäude. Oder auf jeden Fall ein Teil davon. Ne, alle. Das ist gut. In der Zwischenzeit gucken wir mal, was für das Heiligtum der Aphrodite alles benötigt wird noch. 12 Ladungen Holz und 6 Skulpturen. Okay. Könnten wir die Skulpturen vielleicht fordern? Tja, Zyme ist erfreut. Aber glaube ich nicht so sehr erfreut, dass sie uns Skulpturen gibt. Nein. Und braucht Wolle. Na gut, vielleicht könnten wir nachher Marmor verschenken. Weil die Skulpturen, möchte ich die selber herstellen? Ich weiß es nicht. Wir brauchen ja nur 6 Stück. So, da kommt unser Handelspartner aus Eleusis. Sehr gut. Den ganzen Marmor hier verkaufen. Sehr schön. Dann können wir noch ein paar Münzereien bauen. Ja, das wird sich ändern. Ja, es ist die Frage, ob wir jetzt Skulpturen herstellen wollen oder lieber fordern. Holz bräuchten wir ja auch noch. Aber Holz ist nicht ganz so teuer. Das könnten wir tatsächlich jetzt mal hier einkaufen. Da brauchen wir ja nur 12. So. Dann kann hier das Holz entsprechend geholt werden. Denn wenn ich hier sehe, wie weit die hier mit unserem Heiligtum sind, dann wird Holz gleich nämlich gebraucht für unser Tempelgebäude. Und Thürns braucht Marmor. 13 Marmorplatten. Haben wir die schon? Nein, okay. Oh ne, der ist gerade gekauft worden. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Vielleicht sollten wir den Marmor kurz hamstern. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Alle 6
Steinmetzwerkstätten sind mit Rohstoff versorgt. So, wir werden jetzt mal hier den Verkauf entsprechend ausschalten. Wir haben nämlich schon unser Kontingent komplett verkauft jetzt hier. Dann haben wir auch schon die 13 Marmorplatten. Können wir verschicken. Wunderbar. So, dann wird unser Holz eingekauft. Ach, das passt ja auch wieder sehr gut. So, dann können wir den Einkauf direkt stoppen. Ja, komm, dann bauen wir doch eine kleine Skulpturenproduktion und Turn schätzt uns mehr. Ja, gerne. So, den Verkauf können wir hier wieder starten. Ja, und dann bauen wir jetzt 2 Bildhauerateliers hier auf. Und dann kaufen wir hier Bronze ein. Ach, die verkaufen uns ja nur 12 Einheiten im Jahr, das ist ja nicht viel. So, dann machen wir jetzt hier immer 4 Einheiten. Ne, wir müssen 8 Einheiten, weil wir ja 4 Bronzebarren pro Bildhaueratelier benötigen. So, dann wird das Holz auch schon zum Heiligtum gebracht. Sehr gut. Naja, solange wir keine Bronze haben, können wir das Gewerbe eigentlich hier ausschalten. Weil dann würde ich nämlich jetzt hier in unserem Wohngebiet das Podium bauen. Das passt nämlich dann jetzt hier hin. Und dann brauchen wir eine Philosophenschule. Die baue ich hier hin. So, unsere Bronze ist im Warenlager. Dafür ist unsere Kasse aber auch ganz schön nach unten gegangen. Wir können das Gewerbe jetzt natürlich anschalten. Ah ne, wir warten noch ein bisschen. Bis jetzt hier die Entwicklung im Wohngebiet weitergeht. Da ist nämlich schon der Philosoph. Ah, wunderbar. Das gefällt mir gut. Dann können wir jetzt hier nochmal Parkanlagen bauen. Ach, jetzt schenkt uns Tirns Holz. 7 Holzbretter. Okay, nehmen wir mal an, wer weiß. Vielleicht können wir die nachher noch verschenken. So, dann bauen wir jetzt hier nochmal Parkanlagen. So. Und wenn wir nachher nochmal ein Denkmal bekommen, kommt hier nochmal ein Denkmal hin. So, komm, wir beginnen jetzt mal hier mit der Produktion unserer Skulpturen, sonst wird das hier nichts. Ja, und schon wieder wird unsere Kolonie von einer Flutwelle bedroht. Wo ist sie denn diesmal? Ah, schon wieder hier bei unserem Marmorstein. Hoch. Naja, dann bin ich soweit zufrieden, dass es nicht woanders ist. Ja, und dann wandern auch schon wieder neue Bürger in unsere Stadt ein. Wunderbar. Ja, und das wird noch ganz interessant werden. Wir werden noch relativ viel an Produktionsstätten und Dienstleistungsgebäude errichten müssen, wenn wir hier unsere Wohngebäude maximal entwickeln und wir 2000 Einwohner hier in dieser Stadt haben müssen. Naja, da schauen wir mal, was wir da alles bauen. Oh, ich sehe gerade was. Diese Sperre ist natürlich falsch gesetzt. Die muss natürlich jetzt hier hin. Da schauen wir mal direkt noch mal kurz bei Gefahr. Ja, wir müssen da definitiv einen Architekten noch errichten. Der kann dann hier hin. Ach, unsere Heimatstadt fordert relativ viel. Jetzt möchte sie Drachmen haben. 212 Drachmen. Ja gut, die kann ich schicken. So, dann kommt jetzt hier der Architekt hin. So. Dann bauen wir die Sperre hier auf. So. Und die kommt weg. Na.
So, da sind unsere Bildhauerateliers jetzt wieder geschützt. Gott sei Dank. Oh, wir haben schon wieder Arbeitslose. Aber wir brauchen auch noch ein paar freie Arbeiter, wenn wir nachher unser Heiligtum hier in Betrieb setzen. 2 Skulpturen haben wir schon in unserem Warenlager. Das ist gut. Ja, gern geschehen. Oh, das sieht gut aus mit unserem Heiligtum. Allerdings, jetzt brauchen wir wirklich bald die Skulpturen. Wir haben noch keine Bronze. Wir kriegen ja nur 12 Bronzewaren im Jahr. Das sind nochmal 3 Skulpturen, die wir dieses Jahr herstellen können. Das sind 5. Ich kaufe eine Skulptur. Und dann passt das nämlich für dieses Jahr. So. Dann können wir das hier alles ausschalten. So, und jetzt brauchen wir aber auch wieder etwas Geld, aber jetzt wird gleich hier der Marmor auch entsprechend verkauft. Ja, das sieht gut aus. Ja, hier unser Wohngebiet hat sich wunderbar entwickelt, braucht jetzt Olivenöl. Das werden wir nachher zur Verfügung stellen, wenn wir das Heiligtum fertiggestellt haben. Hephaistos hat uns bis jetzt noch in Ruhe gelassen, aber ich befürchte, dass er uns gleich wieder angreifen wird. Ja, ich glaube, ich baue noch eine Kunsthandwerkergilde hier auf. Können wir sowieso nachher abreißen, aber dann geht das hier ein bisschen schneller. So, das sieht doch gut aus. Da kommt die letzte Skulptur für unser Heiligtum. Dann nur noch die 4 Marmorplatten für den Altar. Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Ja, das sieht gut aus. Unsere Stadtkasse sieht auch gut aus. Dann kaufen wir doch jetzt etwas Olivenöl, aber nicht bei unserer Heimatstadt, sondern hier bei Eleusis. Da brauchen wir auch 12 Einheiten. Das reicht. Und dann bauen wir auch schon mal den Ölhändler auf der Agua auf. Dann kann das hier schon soweit laufen. Ja, und wir sollten vielleicht gleich noch mal ein paar Seeigelkais bauen. Aber ich glaube, brauchen wir eigentlich nicht. 1600, naja doch, da brauchen wir noch ein paar. Ja, und die letzten 4 Marmorplatten werden angeliefert. Wunderbar. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter. Wie viel brauchen wir denn? Einen, naja. Wir reißen jetzt erstmal die Kunsthandwerkergilden hier ab und führen jetzt noch ein paar Verschönerungen durch. So, das sieht doch schick aus. So kann es Aphrodite gefallen. Hat immer noch mehr Macht, als Sie sich vorstellen können. Oh je. Hephaistos greift wieder an, aber jetzt haben wir ja Aphrodite in unserer Stadt. Mal gucken, ob sie uns da helfen kann. Wo ist er jetzt? Aha. Aphrodite ist schon zur Stelle.
Oh, da war er aber ganz schnell weg, als er eine Frau gesehen hat. Ja, da brauchen wir jetzt keine Angst mehr vor Hephaistos zu haben. Das fand ich jetzt sehr gut. Ja, und wir haben ein Ziel erreicht. Wir haben das Heiligtum der Aphrodite gebaut. Wir müssen jetzt unsere Stadt weiterentwickeln. Wir brauchen 2000 Einwohner. Okay, das Olivenöl ist angekommen. Sehr gut. Ja, da sehe ich auch schon unseren Olivenhändler, wie er voll beladen jetzt zur Agora geht. Das geht jetzt hier auch weiter. Sehr gut. Oh ja, und wir haben auch schon wieder Arbeitslose. Bauen wir noch mal Münzereien. Dann passen nämlich jetzt hier noch welche hin. Und hier baue ich noch eine hin. So, dann haben wir aber auch jetzt hier alles verbaut, regelrecht. Aber Hauptsache hier, unsere Mitarbeiter aus den Münzereien kommen an ihre Ressource. Das ist ganz wichtig. So, jetzt brauchen wir hier aber auch mal Parkanlagen. Ja. Ich hoffe ja noch auf ein Denkmal. Ja, und mit dem Heiligtum sehen wir hier gerade schon den Priester, wie er zum Silo geht und da jetzt Nahrungsmittel als Opfergaben holt. Wenn wir ja keine Viehzucht haben, bedienen sich ja die Priester aus dem Silo. Das heißt, ich baue noch ein paar Seeigelkais. Das habe ich ja hier sehr schön vorbereitet. So. Und ich werde nämlich jetzt hier noch einen Architekten bauen. Passt nämlich hier hin. Haha. Sehr schön, dann kann die Sperre hier weg. So, und dann bauen wir hier noch ein paar Parkanlagen an unserem Gymnasium. Und dann passt das doch ganz gut. Ja, unsere Wohngebäude haben sich ja auch alle sehr gut weiterentwickelt. Das letzte, was denen jetzt fehlt, ist das Theater. So, und ich sehe hier unser Warenlager mit Marmor ist voll. Wir können das, glaube ich, mal ein bisschen verschenken. So, Eleusis kriegt ein Geschenk. Und hier unsere Heimatstadt kriegt auch ein Geschenk. Marmor. So. Dann haben wir nämlich ein bisschen Platz. Da sehen wir schon, wie jetzt nämlich hier neue Marmorplatten ins Warenlager gebracht wird. Ja, gern geschehen. So, jetzt müssen wir auch wieder Wolle einkaufen. Haben wir nämlich jetzt nichts mehr. Dann können wir nicht bei unserer Heimatstadt jetzt mal Wolle fordern. So. Noch haben wir Wolle in der Agora. Wie viel haben wir denn hier noch? 111. Naja. Ich glaube, das sollte funktionieren. Wir können das Limit mal auf 8 setzen. Und auch beim Olivenöl reicht, glaube ich, 8 Einheiten, die wir einkaufen. Ja, wir können jetzt mal das Lohnniveau wieder auf normal stellen. Jetzt, wo so viele Bürger in unsere Stadt einwandern. Ja, und unsere Heimatstadt gewährt uns auch die Wolle. 12 Stränge Wolle. Sehr schön, danke. So, dann nehmen wir das schon mal aus dem Gröbsten raus. Der Wollhändler geht auch schon direkt die Ware holen. Das haben wir ganz gut noch hinbekommen. So, dann baue ich jetzt hier noch ein Warenlager. Brauche ich zwar nicht, aber ich fürchte, wir brauchen noch freie Arbeitsplätze. So, dieses hier kann Skulpturen annehmen. Wir produzieren zwar jetzt keine Skulpturen mehr. So, und hier wird nur Holz angenommen. Ja, dann starten wir die letzte Entwicklung. Wir bauen jetzt in unserem Wohngebiet hier das Theater. Und natürlich auch die Schauspielschule. Die kann jetzt hier hin. Oder wo bauen wir sie hin?
Man dankt für den Marmor, obwohl es nicht wirklich gebraucht wurde. Ich kann mich nicht entscheiden, wo ich diese blöde Schauspielschule hinbauen möchte. Hier hin. Ich hätte sie gerne hier hin gehabt, aber es passt mit diesem Theater nicht. Oder wir machen Folgendes. Ja, warum nicht so? Und dann bauen wir die Schauspielschule auch hier hin. Aha, unsere Heimatstadt braucht Marmor. Okay, kriegt es gleich. Ich will meine Schauspielschule hier hinbauen. So, dann können wir nämlich hier noch eine Parzelle hinbauen. Und dann machen wir das hier nochmal schön mit Parkanlagen. Das geht dann nämlich so hier rum. Ja, sehr schön. Machen wir es hier auch doppelt. So. Ach, was soll der Geiz? Machen wir so. Müssen wir es sowieso hier größer machen. Sonst entwickeln die sich nämlich nicht weiter. Und hier genau das gleiche. Ja, das sieht doch sehr gut aus. So kann es bleiben. Ja, wir haben ja noch die Forderung für unsere Heimatstadt. Da werden wir jetzt mal hier den Verkauf mal eben wieder stoppen. Dann haben wir nämlich die Ressource zur Verfügung und können die verschicken. Und dann kann auch hier wieder der Verkauf gestartet werden. Ja, läuft doch alles wunderbar. Stadtkasse sieht so ein bisschen mau aus, aber ich denke mir mal, das wird sich gleich ändern mit unseren ganzen Münzereien hier. Ja, haben wir gern gemacht. Ja, und unser Wohngebiet entwickelt sich hier sehr gut weiter. Nur hier in der Mitte haben wir das Problem, dass die Attraktivität fehlt. Ich hatte da jetzt ja noch auf Denkmäler gehofft. Kriegen wir nicht. Okay, machen wir jetzt hier alles Parkanlagen. Sieht auch schick aus. Und dann entwickeln die sich auch weiter. So, mit dieser Entwicklung, denke ich mir mal, kriegen wir die 2000 Einwohner und beenden damit jetzt diese Episode. Allerdings müssen wir noch dafür sorgen, dass wir genug Arbeitsplätze noch schaffen. Hier fehlt ein Park. Oh, in der Stadt mangelt es an Nahrung und die Gesundheit nimmt ab. Dann wollen wir mal ganz kurz hier schauen. Das sieht aber soweit eigentlich alles gut aus. Ja, Gefahren ist auch alles gut. Dann brauchen wir doch noch ein paar Seeigelkais. Das Problem ist, hier lohnt sich das tatsächlich nicht, weil die müssen hier zu dieser Ressource, das ist ziemlich weit. Haben wir hier oben welche? Da sind welche. Ah doch, hier sehen wir diese hellgraue Verbindung, das heißt, die können dahin. Na, dann bauen wir doch noch Seeigelkais hier auf. Naja, also das sollte jetzt eigentlich reichen, oder? Na, den reiße ich wieder ab. Der ist von der Anbindung ein bisschen schwierig. Aber der geht hier. So, und dann bauen wir hier auch nochmal einen Architekten auf. So, und dann gehen sie alle schon zu dieser Ressource. Das passt doch. Ach komm, den einen, den ich abgerissen habe, baue ich jetzt hier auf. So, und dann kommt hier noch eine Sperre hin. Ach nee, das geht nicht. Dann wird der hier nicht kontrolliert. Okay, geht auch so. Ja, und ihr seht, komplett hat sich hier noch nicht ganz das Wohngebiet entwickelt. Hier haben wir noch ein Gebäude, was sich nicht weiterentwickeln möchte. Ja, und das muss sich erst noch weiterentwickeln. So, Arbeitsmarkt sieht auch super aus. Ja, und das hier auch nicht. Es ist zu nah an der Klinik und hier ist wohl dieser Architekt, der
zerstört. Mal eben gucken, wenn der Architekt weg ist. Entwickelt es sich dann weiter? Wenn ich jetzt hier Gärten noch baue, beziehungsweise Parkanlagen. Ja, na gut, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann bauen wir die Straße hier so weiter. Schon wieder eine Flutwelle. Ich hoffe, sie ist da, wo sie immer auftaucht. Ja. Gut. Dann kommt der Architekt hier hin. Wenn also etwas empfindlich ist, wenn da ein Architekt in der Nähe seinen Dienst tut, dann setzen wir ihn woanders hin. Geht auch so. Ja, das ist schade hier. Oh, hat doch noch geklappt. Na also. So, dann haben sich auch alle Wohngebäude entwickelt und wir haben schon über 1900 Einwohner in unserer Stadt und weitere Bürger wandern noch ein. Ich werde jetzt noch Folgendes machen. So, wir haben hier noch ein bisschen Platz. Wir bauen noch hier ein kleines Kulturzentrum. Wir bauen noch mal hier so ein Gymnasium auf und dann machen wir direkt hier 3 Gymnasien, machen das noch mit Säulen schön. So, dann haben wir jetzt hier nochmal ein kleines Kulturzentrum. Ja, und wir haben es bald geschafft, nämlich jetzt 2000 Bewohner haben wir in unserer Kolonie Lemnos. Und damit schließen wir jetzt diese Episode erfolgreich ab. Lemnos blüht und gedeiht und liefert wertvolle Güter an Tyrins. Aphrodite hat Hephaistos beruhigt. Vorerst. Die nächste Episode aus unserem Abenteuer Die Arbeiten des Herkules findet wieder in Tirns statt und trägt den Titel Götter auf der Welt. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.